So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Grim Fandango. Bleibt ja nicht mehr viel übrig, was wir hier machen können. Nämlich sie weiterhin anklotzen. Nein, wir quatschen sie mal an. Hey, Süße. Irgendwelche Nachrichten für mich? Nein, der letzte Anruf kam an dem Tag, an dem du verschwunden bist. Allerdings schicken sie dir immer noch den Dessous-Katalog zu. Bei ihr kann man wirklich sagen, hast du diese Gebeine gesehen? Irgendwelche Nachrichten für mich? Nein, der letzte Anruf kam an dem Tag, an dem du verschwunden bist. Allerdings schicken sie dir immer noch den Dessous-Katalog zu. Ich werde Metsche die schönsten Ecken der Stadt zeigen. Okay, das ist der Plan. Ich benötige eine Verkleidung, um an Hector herankommen zu können. Und eine Waffe, damit wir, wenn ich da bin, eine vernünftige Gesprächsgrundlage haben. Wenn du dich um diesen Teil kümmerst, finde ich heraus, wo er sich aufhält. Sein Casino liegt direkt über diesem Hauptquartier. Okay, wir treffen uns dort. Er gibt sich freiwillig in Gefahr. Sie könnte uns äußerst dienlich dabei sein, diesem ganzen Übel ein Ende zu bereiten. Was mich betrifft, so ist sie der Ursprung allen Übels. Das stimmt. One of the standard things that happens in noir is a guy meets a woman that just spirals him into a world of shadows and intrigue and stuff like that. And sometimes it's because it's a femme fatale who's up to no good, and sometimes it's also a totally innocent woman who just happens to be on this path that she's in sort of trouble, and he gets pulled into it. So you meet Meche in this world, and it spins Manni off into this whole different path. But it's really, for some reason, it was important to me that Manni was actually partially to blame, or feel like he was partially to blame. Right. Like he thought he had caused her to be lost. Right. When it was actually more Domino's fault that she got sent off. He stole her number 9 ticket. Well, you didn't want to blame the woman, like Well, no. say Double Indemnity does, or Yeah, where she was actually scheming and where this is more just someone who Manni feels like he has caused misfortune to come to. right, or Maltese Falcon does for that matter, yeah. So, dann haben wir ja nicht mehr viele Möglichkeiten, was wir machen können. Ich wette, der Agent auf dem Foto ist der arme Kerl, den Hector gerade ersprossen hat. Wir nehmen das, benutzen das Ding mit der Taube. Okay, nicht picken. Das ist ein Brief. Du magst Briefe. Erinnerst du dich? Und das Bild auch noch. Nun, alles oder nichts. Los, Baby, für La Revolution! Einer von Hectors Boten mit einer Nachricht für mich? Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich, ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Le Mans. Ich wusste es! Ich habe die ganze Zeit geahnt, dass er mich erledigen will. Du wirst mein Versteck nie finden, Hector. Such dir einen anderen Floristen. Na, das hat ja super funktioniert. Oh my God! Look at that. I forgot about this set. That looks like a painting or something. That's great. Yeah, this is one of the. Yeah, when you get a Peter Chan drawing, this one was a Widowmaker as well, where you just thought, how does that pipe go into that? Things didn't quite line up. You know, I was going to say that environment with the pipes in it, it almost had like a Day of the Tentacle or Sam and Max feel to it. There's a lot of distortion in the pipes and felt a little more wacky than what we see in the rest of the environments. No, definitely.
Hallo da unten. Oh, schon gut, schlaf weiter. Was immer du auch bist. Hallo da unten. Ne, hier sind wir hergekommen, ne? Genau. Hä? Ach so, hier. Gib das her. I didn't put in too many late nights, but there was one where I was in the office at 2 in the morning just making notes on the script, and all of a sudden Chuck Jordan walks by my office and says, "Hi." And there was a way about him that 10 minutes later I got up from my desk and went over to his office and went in and said, "Did you just get in?" And he's like, "Yeah." He's like, "I get in at 2. 2 in the morning." He's like, "Yeah." And I guess that he had put in so many late nights that his whole time clock had shifted. And so he said to Tim, he's like, "Hey, is it okay if I just come in at 2 in the morning?" And Tim was like, "Sure." So, jetzt haben wir ihm die Fernbedienung weggenommen. Aus dem Weg! I remember the big wall of concept art that was like and 15 feet tall, and you'll see on the internet, probably see some of it on the special edition of these pencil drawings that are and you only get to see them one at a time, but there were hundreds of them, and they were all pinned up to this giant corkboard. Yeah, it's like wallpaper. It was amazing to see this beautiful art transform from these pencil drawings on the wall into the game in front of you, and it kept the style in a lot of cases. I mean, some of the things were the 3D scenes were amazing. Yeah, the faithfulness to those original Peter Chan drawings is incredible. So, dann gehen wir mal hier hoch. Irgendwo hier. Johnny Thunder lässt schließlich nicht jeden in seine Show. Nein. Ich meine, es ist eine Ehre, das Johnny Thunder Make-up tragen zu dürfen. Genau. Ein Privileg. Ja. Also habe ich zu ihr gesagt, Sie geben mir sofort die 10% Rabatt oder ich mache meine Geschäfte ab jetzt woanders. Das hast du gesagt? Naja, ich war stocksauer. Und jetzt kommt das Beste. Ist es wahr? Also sag ich... Showbusiness-Café. Mitnehmen. Ich wüsste nicht, wo ich hier Kaffee servieren soll. Also sage ich... Was du nicht sagst. Oh, Kaffee. Toll. Wurde auch Zeit, dass wir hier mal einen Laufburschen bekommen. Hey Junge, mach ihn schwarz und mach ihn schnell, okay? Aber das konnte ich mir denken. One of the cool things about this game too is that there's a few characters that actually went through costume changes throughout the game, which was a nice detail. No, and it really gives you a sense of time passing. Ach was. Und der Regisseur sagt... So, damit können wir jetzt nämlich hier durchlatschen. Wenn ich erstmal das Geld für ein Doppel-N-Ticket habe, bin ich sofort weg. Was? Man kann ein Doppel-N-Ticket doch nicht einfach so kaufen. Nun, ich kenne jemanden, der kennt jemand und der wiederum kennt Hector Le Mans. Wow. Du kennst auch jeden. Wow. Oh, Kaffee. Danke. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Aha. Oh ja. Ach was. Ach so, hier hoch.
Oh, Kaffee. Toll. Wurde ja auch Zeit. Und was dann? So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt können wir den Typen. Das konnte ich mir Ähm. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Und was hast du? Danke, nein. Der ist ein wenig zu heiß für meine Tasche. Ernsthaft? Der Kaffee ist bereits gemahlen. There is no. This is a really boring fact. I'm going to share it anyway. There's no inventory combinations in Grim Fandango. You can't use an object with another object in your inventory. Oh, that's right. So if you want to put the bone in the bone grinder, you have to put them in this receptacle in the room. Another weird mechanical contrivance from my own head. A handheld snow grinder that would plug into a giant snow grinder. I'm sure they have those, right? Wait, what's a snow grinder? It's like a fake, like to make fake snow for the show. And this is what I'm talking about. You can't use the hand with the snow grinder. Oh. So you put the snow grinder down, and then put the hand in it, and then pick it up. And that's how you combine. This is a one-object combination puzzle we have. I don't know why the lid on it closes. That was like really important, technically. So, jetzt benutzen wir den Kaffee mit den Typen da. Warum hast du das gemacht? Hab ich nicht. Mein Make-up ist geschmolzen. So kann ich doch nicht auftreten. Ich habe dich aus der Gosse geholt. Und so dankst du es mir. Nein, das verstehst du falsch. So, jetzt gehen wir wieder runter. Mehr ist hier nämlich nicht. Stellen das Ding hier wieder auf. Und jetzt sausen wir hier rein. Hey Junge, heute ist ein Glückstag. Wir haben eine Rolle frei und deshalb bist du der neue Thunderboy in der Johnny Thunder Revue. Oh, ich kann es kaum fassen. Auf diesen Moment habe ich mein Leben lang hingearbeitet. Dann setz dich. Wir müssen uns um dein Make-up kümmern. Geh nicht so weit weg. Man weiß hier nie genau, wann die Show anfängt. So, wieder hoch. Die Schneekanone ist ja riesig, aber das Malwerk sieht handlich aus. Aha, es ist ein handbetriebenes Malwerk. Können wir das mitnehmen? Genau, mehr gibt es hier meines Wissens nach auch nicht. Da gehen wir auch noch rein, aber nicht jetzt. Wo ist denn die Fernbedienung? Hier. Nicht so hoch! Doch. So, den nehmen wir jetzt und benutzen ihn mit dem Fleck da unten.
Ich denke, das wäre respektlos. Ach Mist. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Das haben wir gleich. Nochmal nach oben. Hier auch. Ich will nochmal den Mörser. Hä? Die Schneekanone ist ja riesig. Ich wette, er würde sich freuen, wenn er wüsste, dass sein Körper unserer Sache gedient hat. Genau, und jetzt nehmen. Weil wir können nämlich keine Inventarrätsel machen. Wir können also nicht sagen, benutze das mit dem, und deswegen muss man das Teil tatsächlich erstmal irgendwo parken, um das dann damit benutzen zu können. Ist ein bisschen, naja, scheiße, um es mal gelinde auszudrücken, aber das haben sie ja schon in den Kommentaren gesagt, dass das das einzige Inventarrätsel hier ist und dass man das ein bisschen blöde machen muss. Weil schon umständlich ist. Vorsicht! So, und das können wir jetzt mit dem Fleck benutzen. Die Knochensplitter sprießen, wenn sie in die Pfütze gelangen und werden zu Schleierkraut? Vorsicht! Ich habe gesehen, wie Bausli hier langgerannt ist, aber wo steckt er nur? Something that helped make this game, one of the secrets to it, is just watching a lot of old movies. Mm-hmm. Like a lot of this, it's like some of them are references, but a lot of them are like plot elements, ideas of relationships between people. Is the subtle stuff that came out of watching old black and white movies, because they just did stuff so differently then. And I mean, I know there were formula movies back then, but they're not the current formulas, you know, and they're not as pat as the movies you'd watch today. They're surprising. Like old film noir movies have relationships between people that feel really different than modern relationships. Some of them are messed up and based on old social things, and some of them are just like cooler. It's weird. Well, there's a certain stoicism that you don't, and a certain kind of reserve maybe you don't see in characters, and a little bit of an honesty in characters. Like nowadays, like you don't think the way people talk now. There's different layers of meaning to everything and different subtexts. Say everything's cool, which means, you know, which means F you, you know, which means no, it's more like things. So even though they're old, they're very refreshing, is what I'm saying. Like Casablanca has a lot of just honest people talking honestly to each other in a way that's different than a modern movie. Was haben wir hier hinten?
Bowsley ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden. Aber ich finde ihn nie ohne etwas wirklich Hilfreiches. Bowsley ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden. Ohne etwas wirklich Hilfreiches. Aber wir haben doch jetzt schon den Fleck. Bowsley ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden. Aber ich finde ihn nie ohne etwas wirklich Hilfreiches. Hä? Ach, das ist das. War nicht gerade noch ein Audiokommentar? Yeah. You know that, but hearing all these names too, I just feel like a lot of times I catch myself saying, "I went there" instead of "I worked there," because it was really like it was an extension of college, and it was just everyone. We were all friendly. We all hung out together. So whether we were hanging out at work or at someone's house, I mean, it was just all a blur, you know. That's funny. I went to LucasArts. Yeah, Lucas High. Okay, ich denke, ich könnte der Spur folgen. Aber dafür brauche ich etwas Licht. Hey, was ist das? Das ist wohl das Versteck des Floristen. Nein, nicht das. Das Ding, das da auf uns zukommt. Ja. Dann schieben wir das Viech mal weg. Okay. Da komme ich nicht dran. Da komme ich nicht dran. Einmal aufrocken. Genau.
Nee, das war jetzt schlechtes Timing. Nicht runter. So, jetzt schnell wieder die Fernbedienung. Und runter. Zack. Eigentlich klemmt das Viech. Nee, da oben war doch hier ein Audiokommentar. Den wollte ich noch mitnehmen. Nein. Manni, du machst mich wahnsinnig. Komm, hier nach oben. There was a certain amount of improvisation. The more towards the end of the game you got, the more the musicians improvise, and so sort of like this everything's sounds like the Meadow kind of, isn't it? It is. It's a little bit like that. In fact, I think it's a remix of some of the tracks I used on the Meadow, and they're sort of riffing on the Hector theme. Wait, how are they? Where's the Hector theme in this? The da 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 is part of. Dun, 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 dun. God, you're ripping this whole game wide open with this Hector. Yeah, it's what I do is hum the Hector theme to them before they would start jamming. I really didn't like early 3D, yeah, like 90s 3D, because right. I always thought it looked like cardboard boxes that were taped together and that someone had dragged nylons over, you know? That implies a lot more smooth skinning than actually existed. It was really like, it was really, and then everything was painted on the outside, even things that should be modeled as an interior space, like ribs on a skeleton or something. Everything was painted on the outside. Right. And it looked ridiculous. So it looked like everybody was wearing a Halloween costume anyway. Yeah, and then I saw those paper mache skeletons where they painted the ribs on the outside, and I was like, this is perfect. This kind of folk art would actually look really good in 3D. There was a lot of pressure to get into 3D back then because it was seen as the future. I mean, obviously it was because a lot of everything turned into 3D, but 2D is still a big money-making thing in games too. So, was wir jetzt hier machen, gucken wir uns im nächsten Video an. Also bis gleich. Tschüss.